Junge, der hat gerade 5 Hühnerbrüste weggezogen. 5 Hähnchenbrüste. 5. Junge, ey, wenn ihr grillt, esst ihr vielleicht maximal 2 oder 3 und dann seid ihr schon voll. Geil, Mann! Das ist Schweinsachs. Was von Du kennst. Das bin ich. Nein, geht gar nicht. Das war schon immer mein riesiger Traum. Wir schauen mal wieder beim lieben Eric V. Electric vorbei. Den feiern sehr viele von euch. Ich feiere den Dude auch. Und er hat ein Video hochgeladen, wo er I survived the biggest daily diet in NFL history. Da bin ich mal gespannt, was uns dort erwarten wird und was da auf uns zukommt, weil NFL-Player können richtig viel verdrücken. Ich habe selber mal Football gespielt und ich weiß, dass das wirklich, Digga, die Jungs konnten da alle sehr, sehr, sehr viel essen und da ging sehr viel über den Tisch. Wir haben einmal All You Can Eat beim Asiaten gemacht und der hat das dann gar nicht gefeiert, weil wir den quasi pleite gegessen haben. Tut mir leid an der Stelle, aber ja, muss auch mal sein. Bevor wir in das Video reinschauen, Leute, aber ein dicker Shoutout an Gymshark, denn bei denen bekommt ihr aktuell bis zu 50% Rabatt. Die haben so einen kleinen Mini-Sale gemacht und ich weiß gar nicht, ob ich das hier so sagen darf, aber ihr kriegt da quasi ein bisschen Rabatt auf ein paar Sachen. Schaut gerne vorbei. Mit dem Code Franklin kriegt ihr nochmal auf die reduzierten Preise 10%, wie jetzt in dem Fall hier Gymshark Studio Joggers. Ultra geiles Ding. Kann man sich extrem gut drin bewegen. Einer meiner Lieblingsteile von Gymshark. Also wer noch ein paar Sachen braucht und nicht bis zum Black Friday Sale warten kann, kann sich da schon mal was holen. Vielleicht sind da auch ein paar Sachen reduziert, die dann da nicht reduziert sein werden. Also ihr wisst Bescheid, bei Gymshark immer den Code Franklin nutzen. Ich freue mich schon auf den Black Friday. Ja, Black Friday bei Gymshark wird richtig legendär. Da könnt ihr euch auch drauf einstellen, Leute. November, Black Friday bei Gymshark. Auch Code Franklin durchrocken wie nochmal was. Da werdet ihr richtig schön sparen können. A little while ago, JJ Watt shocked the world when he revealed his massive daily diet. JJ required 2 breakfasts, 2 lunches, and 2 dinners. Zweimal Breakfast, zweimal Lunch. Also der isst 6 Mahlzeiten am Tag. It's so big that it's about 5 days worth of food for the average person. I have until midnight tonight to finish every single meal JJ had on his massive meal plan. But here's where it's gonna get interesting. Ja, also an sich würde das doch Eric V. Electric locker packen. He also had a love for cheat meals. I'm gonna have to finish all of JJ's favorite cheat meals in addition to his massive meal plan, which is really gonna make this challenge extra challenging. Alright, this stuffed French toast is very filling. After pouring myself some tasty milk, I decided to dive headfirst into the eggs. I made quick work of the eggs and moved on to the next item. Alright, off to a good start. The next item in JJ's first breakfast, some healthy strawberries. These strawberries were very tasty, but also very... Boah, okay, also alter Verwalter. Schaut euch mal einfach mal diesen Bottich an Haferflocken an. Ey, jeder, der Haferflocken schon mal gegessen hat, weiß, wie die dich wegscheppern. Wirklich, danach, die sättigen dich richtig krank. Der Rest ist ja sehr nice. Was haben wir hier? Erdnussbutter, ein bisschen Honig, Blaubeeren, Erdbeeren, Eier. Das ist geiles Frühstück. Sehr geil. Das ist richtiges Performance-Food. very filling. Strawberries are down. I moved on to the next item, blueberries. I knew that all this fruit was gonna fill me up quickly, but the next item was gonna be the toughest. Ach, Obst füllt doch nicht. Woo! I feel so healthy. Now it's time to get to our oatmeal. Oatmeal. Was kommt da jetzt A rein? rock. And don't worry, I'm just gonna put a little bit Sugar. in. Also für alle, die noch nie in den USA waren, in den USA machen die ganz häufig so ein, was ist das, brauner Zucker mit Zimt gemischt, irgendwie so ein Zeug drüber und das vermischen die dann damit. Schmeckt eigentlich ziemlich geil, kommt vom Taste echt geil. There's 2 types of people in this world. People that eat oatmeal with brown sugar and people that eat oatmeal without brown sugar. What team are you on? Comment down below. At first, I regretted the brown sugar, but after my first bite, it's safe to say that regret went away. Oatmeal is one of the most filling foods out there, so I knew this might give me trouble. Oh, look at it. Oatmeal is delicious, but it's dense. It's like a brick. Even though this oatmeal felt like a starchy sandbag going into my stomach, I was able to work my way through the rest of it. That might be catching up with me later. The last part of JJ's first breakfast was a banana and an apple. Fun fact about bananas, the most effective way of peeling them is actually from the bottom. What can I say? I know my bananas very well. Breakfast Calorie All right, Count. everybody, JJ's first breakfast is complete. Das waren Start 3000 breakfast number Kalorien. 2. The first part of JJ's second breakfast was 2 slices of wheat toast with peanut butter and banana, along with one more tasty addition. All right, we have banana. Aber so ein Footballspieler, der verbrennt halt auch richtig, richtig viel Kalorien, ne? Also ich schätze mal, so ein Profiathlet, die werden auch safe so 2-mal am Tag Training haben.
Die Einheiten selber so sind, ich kann es gar nicht vergleichen, ich habe damals so, Digga, ganz normal Football halt gespielt, das kann ich ja nicht mit einem NFL-Player vergleichen. Die werden schon gestört verbrennen, deswegen kann er sich auch richtig viel reinspachteln und dürfen natürlich nicht abnehmen. Die müssen viel Gewicht haben, damit, damit die halt auch ordentlich was drücken und sowas und beim Tackle dann ordentlich Gewicht reinbringen. Deswegen, da muss schon viel gefressen werden. And peanut butter toast. Wäre eigentlich mal also voll interessant, so mehr Einblick in das Essen von so NFL-Spielern zu bekommen, weil da ist bestimmt interessant. With some glorious honey. It's been a while since I've had a peanut butter banana honey sandwich. Geht immer. I moved on to the next item, which was 2 slices of wheat toast with jelly. This was pretty basic, but hey, you can't go wrong with toast and jelly. Toast is down. The last part of JJ's second breakfast was 4 eggs. Oh, dang it. I like this shirt. So it's about 1:30 in the afternoon right now, which means I have about 10.5 hours left in this challenge. Since I combined breakfast 1 and breakfast 2, I decided that my strategy was going to be to do the same for both of JJ's lunches and his dinners. But with all the dense, healthy food JJ ate for breakfast, I was pretty worried about the rest of the day. Thankfully, the next meal on my list was the furthest thing from healthy. All right, everybody, it's time to take this challenge up a few notches. I'm going to assume since JJ was able to take down 2 breakfasts, 2 lunches, and 2 dinners, that he has some experience in the art of eating. But now it's time to find out if he has experience in another art. The art of eating cheat meals. Apparently JJ is a big fan of brunch. And when he eats brunch, he really likes stuffed French toast. I also really like stuffed French toast. Oh yes. Oh yes. I knew this French toast was gonna be good. But this French toast was a flavor explosion like no other. I've eaten a lot of French toast in my life, but for some reason this tasted extra amazing. But as I got back to work on the rest of the French toast, I started feeling the effects of that giant bowl of oatmeal I ate earlier. Alright, this stuffed French toast is very filling. But with only a few slices left, I got back to work on the remaining French toast. Despite how full I was, this French toast was delicious. The item up next, I wasn't so sure about. Alright, well that giant plate of French toast is down. Now it's time for something that I'm really not sure I'm gonna like. This will be my first time trying a potato pancake. Was ist das? Potato Pancake? Ist das sowas wie ein Kartoffelpuffer, nur in feiner gemacht? Das ist Digga, der Frame. Ey, krank. Keine Ahnung, vielleicht kann ich ja dieses Jahr ausprobieren. Also Sophia und ich, wir sind noch im Überlegen, dieses Jahr in die USA zu fliegen, in der Vorweihnachtszeit nach New York, eventuell. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt. Ich hätte mal wirklich Bock, einfach mal so einen richtig geilen Cheat Day in New York zu machen. Nicht irgendwie so, ich esse jetzt nur das, sondern einfach so eine entspannte 10.000 Kalorien Challenge auf ganz easy, einfach nur Foodporn so in New York, weil es ist halt, die Amis, ey, die wissen, wie man so Cheats macht, ne, das können die richtig, richtig gut. Ich bin mir sicher, wenn man sich dann New York so ein paar Sachen raussucht, da kann man heftigst einen abschmatzen. Das wäre einfach so ein Video, worauf ich selber Bock hätte, so einfach, ich hätte selber Bock, da fett einen abzufressen. Cheat Day in New York wäre einfach mal muss. Oh, that's weird. With the help of some maple syrup, I was able to work my way through this very bland-tasting potato pancake. And a few minutes later, this first cheat meal was complete. I gotta say, that French toast was absolutely magical. I was feeling pretty good after meals 1 and 2, but those meals were the easiest meals of the entire day. The next meals on my list were lunches 1 and 2. Both of them had the most filling foods you can eat during a massive food challenge. Oh, this is not gonna be good. First up, side of broccoli. Shout out to all the vegans. Warum ist ja eigentlich immer alles einzeln, Alter? Immer so Trennfood, so wie sagt man, Trennkost. Trennkost heißt es, glaube ich. This one's for you. Das Video ist endlich. This is about where things started to go downhill. Oh, goodness. Ah. With the help of some ranch dressing, I was able to make this broccoli more tolerable. Question for It's hard to say what's more filling during food challenges. Broccoli? Or what I had to eat next. Alright, our broccoli is down. That was... Digga, 3 Hähnchenbrüste. Komponier das doch. Warum machst du das? Also, ich peil den auch manchmal nicht. We're just not going to talk about that. Next up on the list, 3 chicken breasts. Chicken breast time. Now, apparently JJ liked to wrap his chicken breasts in bacon. So that's what I decided to do. I think I've ever actually had chicken wrapped bacon before. I don't ever think I've had chicken wrapped in bacon before. Not bad. I was actually vibing pretty well with this combo, but JJ's sauce choice, I wasn't such a fan of. I know I'm gonna get a lot of upset people out there, but the one thing in this world that I really despise is Italian dressing. And unfortunately, JJ had it as a side with this lunch. I was fully expecting to not like the Italian dressing going into this meal, and I didn't. So I combined it with some ranch. After working my way through the next chicken breast, all the protein was really starting to hit me.
Sweet goodness, these are big breasts. Wir wissen Bescheid. Erst Protein immer, dann die Kohlenhydrate. Well, they are. These things are huge. I was able to get down the rest of the chicken and then move on to the carbs next. Everyone, I'm starting to get meat sweats, and that's not good. The final part of JJ's first lunch was whole wheat pasta. Looks like we got some pasta, but I can't just eat plain pasta. So I brought some deliciousness to the party. I love Alfredo sauce. I love cheese. Dum dum. We love cheese. Dum dum. Was macht der eigentlich? Nicocado Avocado. Pasta with Alfredo sauce is one of my favorite things ever. So this tasted magical. Die haben so einen komischen Geschmack, die Amis, als ob das sowas Geiles wäre. So kalte Pasta mit irgendeiner fertig Alfredo-Soße. So. Nimm's mir nicht übel, aber teilweise haben die echt keine Ahnung von Essen. Die haben so einen versauten, abgetöteten Geschmack, auch wenn es um Pizza oder sowas geht. Das ist wirklich, jede Pizza hier in Europa gefühlt ist geiler als da drüben irgendeine. So in Neapel, Alter, geile, wirklich so simpel und geile Zutaten und nicht irgendwie noch hier Cheese stuffed und extra Double Fried Cheese oben drüber und eine Pizza, die nur aus Pepperoni, was ja bei denen dann Salami ist, besteht und Fett getränkt und die übertreiben es manchmal. Also das fühle ich teilweise die Amis echt gar nicht. I'm gonna say something very controversial, but in my opinion, penne pasta is the best pasta. If you're with me, go ahead and drop a pasta emoji down below in the comments. Oh, boah, schwierige Diskussion, Bro. Ich sag all the way Spaghetti. Spaghetti sind wirklich, ich müsste heißt auch Spaghetti wahrscheinlich, oder? Die kann man so aufdrehen und so reinstopfen, sind die befriedigendsten Nudeln. Penne musst du so pieksen und dann rutschen dir manche von der Gabel so weg, so nervig. Safe. Spirelli, auch nein, Mann, alles, was so zum Dingsen ist. Abhängig von der Soße. Ja, Bandnudeln sind auch geil. So Tagliatelle können auch sehr nice sein. Tagliatelle und Spaghetti, sage ich. I worked my way through the rest of the pasta, and then it was time for lunch. Number 2. Right. Lunch number 1 is down. The first part of JJ's second lunch, steamed carrots, which I wasn't the biggest fan of. The ranch dressing was able to mask the taste of the carrots, but the next thing on JJ's list, there was nothing in this world that was going to mask the taste of that. It tastes like baby food. Oh my sweet goodness. Oh man. There's nothing more I can do in this situation. Gotta take one for the team. All I can say is that this dish was foul, and I never plan on eating it ever again. Now for the Süßkartoffel-Stampf, so, noch nicht so schlimm. last item for lunch number 2. The last part of JJ's second lunch, more chicken breasts, which I again decided to eat completely wrapped in bacon. Junge, der hat gerade 5 Hühnerbrüste weggezogen. 5 Hähnchenbrüste. 5! Junge, ey, wenn ihr grillt, esst ihr vielleicht maximal 2 oder 3 und dann seid ihr schon voll. Lunch 1 and lunch 2. Can't even remember what I have next. Hopefully whatever I have to eat won't have as much protein. I'm definitely going vegan after this challenge. Apparently, barbecue is one of JJ Watt's favorite things to eat. He likes it so much that he gets smoked turkey and lean cuts of brisket mailed to him. Unfortunately, there aren't any places near me that serve smoked turkey, but I was able to get my hands on the best brisket in my city. There we have it, everyone. We have some very tasty, authentic brisket. I thought the French toast was going to be my favorite thing in this challenge, All right, that's pretty tasty. but this barbecue brisket stole the show. I made sure to really enjoy it because the meal I had next was going to be rough. All right, everybody, and just like that, cheat meal number 2 is down. Everyone, it's about Barbecue in Texas war auch ein Erlebnis für sich selbst, wirklich. Ich kann echt nur empfehlen, also, wenn ihr mal in die USA fliegt, macht mal einen Abstecher in Texas so. Es ist wirklich genauso, wie man sich vorstellt. Sehr viele Menschen, die sehr, sehr stark was gegen Elektroautos haben und auch nicht so mit Klima und Umwelt und sowas. Also, da kann man auch mal in einem Parkhaus, was komplett offen ist, einfach viele Klimaanlagen mit Benzin laufen lassen. Juckt ja keinen. Oder Diesel. Die Autos sind auch so groß, wie ihr sie wahrscheinlich noch nie irgendwo gesehen habt. Und ihr braucht nicht denken, dass ihr da irgendwas Veganes bekommt. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr Klischee, zumindest in Dallas, da wo ich war. Aber wenn man sich darauf einlässt und das Ganze so mit einem Lachen und einem Humor nimmt, dann ist das eine sehr geile Erfahrung. Also mit der Umwelt, das hat mich am meisten abgefuckt, aber scheiß drauf, muss man nicht alles verstehen. Ich fand es auf jeden Fall geil. So, die Barbecues waren richtig köstlich in Dallas und irgendwie hat es auch ich weiß nicht, einen chilligen Vibe gehabt. Wie als würde man in so einem Film eintauchen. Also,
schon echt mal was, weil da niemand reist nach Texas, alle fliegen drüber oder so. Generell mal so die Mittelstaaten, die Flyover-States, würde ich mir auch mal anschauen. Ich könnte mir vorstellen, mal so einen Roadtrip durch die USA zu machen, weil die meisten sind immer nur New York, Miami, dann LA, Las Vegas und sowas, aber alles dazwischen auch sehr viel krasse Natur. 5:30 right now, and I have dinner number 1 and number 2 left, along with the final cheat meal. At this point, I had taken down just over 14,000 calories, which honestly is nothing if you've seen food challenges of mine before. The difficulty Stimmt, sorry, 14.000 Kalorien sind ja gar nichts. of this food challenge was less about the calorie content and more about the high volume foods on JJ's meal plan. Things like sweet potatoes and broccoli take up more space in the stomach and are harder to digest. But the hardest thing to digest at this point was protein. And over the last few hours, I'd eaten over a week's worth of protein, and dinner was about to have plenty more of it. Everybody, we have dinner number 1 right here, and I just gotta say, I've never had lamb chops before, so you know what? I'm gonna try them out first. I was fully expecting not to like these very much, but surprisingly, Digga, was ist mit den Amis? Ich habe noch nie Lamb-Chops gehabt. Krass, Alter. Also, geh einmal zum Griechen, kriegst du immer. I did. It's actually not bad. Almost forgot my beverage. No, this is not me peeing. This is me filling up my cup of water. As soon as I got back to the lamb chops, my stomach started to fight back. So much protein. I was able to push through the rest of the lamb chops, but the next item was really gonna give me trouble. Lamb chops are down. The next part of JJ's first dinner, another plate of pasta. All right, next we're gonna get into our pasta right here. For this plate of pasta, I decided to bring a familiar friend to the party, and I topped it with some bacon bits. As I took my first bite a few seconds later, I glanced over at what I had next. Let's just say I wasn't very excited. All right, that Alfredo sauce is catching up with me. At this point, I was running out of stomach space quickly, Pasta's down. and I had to finish off dinner 1 with some asparagus, which was only going to fill my stomach up even more. Finally, we have our Moment mal, das bedeutet ja, dass der Kerl zum Mittag 5 Hähnchenbrüste isst. Jeden Tag. Oder häufig. Also, das kann ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen. Ich glaube, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese Mealplans, die im Internet sind, immer so realistisch sind, als ob der immer zwei Dinger. Also vielleicht das Frühstück noch so, aber danach bist du ja schon durch. Dann isst er vielleicht ein Frühstück, macht so Cardio, dann macht er nochmal ein Frühstück, dann Workout und dann vielleicht so Mittagessen, so 3 Hähnchenbrüste, aber doch nicht 5. Als ob der Dude 5 isst. Und die ganzen Cheat Meals müssen wir natürlich rausrechnen. ever so tasty asparagus. I know this is gonna suck. Oh, no way. There is no way I can eat that. Thankfully, I had a backup plan. Okay, der hat wirklich einen komisch verdorbenen Geschmack. Grüner Spargel, das Beste im Leben. I have a plan. Everyone, I gotta do what I gotta do. All right. Using a side of nacho cheese, I got started on the asparagus. After that was done, I just had one more dinner. Sorry, das ist aber auch ein bisschen traurig, wenn man so Gemüse, so gesunde, geile Sachen einfach nicht roh, also so essen kann, wie sie sind. Also das ist, finde ich, schon ein bisschen traurig, wenn man so Zeug nur noch mit so übertriebenen Soßen essen kann. Left. All right, the asparagus is Bei MyProtein wird es auch Black Friday Angebote geben, ja. down along with the first dinner. Time for dinner number 2. For his second dinner, JJ Watt started with a tasty filet. So I got some filet mignon right here. Everybody, I feel like I'm about to turn into a chicken breast or a piece of steak. I've done a lot of things in my life, but the thought occurred to me that I had never dipped a filet mignon in nacho cheese. Now this was everything my taste buds needed. My mouth steak just schon cannot sehr geil take aus. any more meat. That's what she said. This is gonna be a very buttery bite. Go big or go. Schau mal, er isst zum Abend, was waren das? 8 Lamb Chops oder sowas. Hier, Lammrippen und sowas. Und jetzt nochmal so ein, also es ist schon sehr, sehr, sehr viel Fleisch. Das, wenn er wirklich jeden Tag so viel isst, das ist schon bedenklich viel Fleisch. To be honest, I'm surprised my taste buds even worked at this point. Steak is down. With my stomach nearing capacity, taking down the next item was going to be a battle. Another side of steamed broccoli. It could be anything else in the world right now. Und der Brokkoli ist nicht gesteamt. Der Brokkoli ist ja noch roh. Das sieht man ja auch vorhin, wie er ihn gegessen hat. Like that could be a giant shoe on a plate, and I would much rather eat the shoe than this broccoli. It's time to bring a familiar friend to the party. Using some of my signature wow sauce, it was time to go after the last side of broccoli. Oh, I just hope it's gonna help me heavy for this. Oh man, that's so bad. Rigi, der ist roh. I hate broccoli. Das sieht so man much auch. right now. Wenn Brokkoli so gesteamt ist, was heißt es nochmal?
gedampft, gegart oder auch nur leicht gekocht oder so, dann schaut der ganz anders aus. Der wird viel weicher. Oh my goodness, I regret that so much. I'd made it to the final item. The last part of JJ's second dinner was another plate of whole wheat pasta. More pasta. Right now, I am stuffed to the brim. Oh, it's like I have a newborn child in there. The only problem now is figuring out how I was actually going to eat the pasta. I can't eat Alfredo sauce again, though. I gotta have something better. Oh, I don't have any marinara sauce. Dang it. I know I'm gonna get a lot of heat for this, but you know what, everybody? Thank you, dishwasher. Desperate times call for desperate measures. I know all the Italian. Also ich könnte mir zutrauen, mal diesen NFL-Diet zu machen, aber nicht mit 2 Meals am Tag. Das ist halt unrealistisch, dass man das schafft. Have just disliked the video. But everybody, let me introduce you to the most Americanized pasta dish you'll ever see in your life. For a second, I actually contemplated whether or not I should actually put this foul creation in my mouth. But this was the last thing on JJ's meal plan, and I had to do what I had to do. That's actually not bad. As I stuffed this abomination in my mouth, the fullness really hit me. Ugh. With plenty of time left in the challenge, I could take a break, but I made the decision to power through this pasta. And a few minutes later, with only a few bites left, I took down the rest of the pasta and the challenge was complete. Almost. With just over 3 hours left, I've successfully finished every single meal on JJ Watt's massive meal plan. Now, I may have finished his regular diet plan, but everyone, it's not over yet. As I walked down the grocery store looking for the last item, it finally hit me how insane these pro athlete diets really are. Not only that, but with the amount of vegetables, lean protein, and fruit JJ was taking in every single day, he really does seem like a guy who genuinely likes eating healthy food. According to people.com, JJ Watt enjoyed an entire package of Oreos for his cheat meal. Digga, so. Finish the whole package or no? Ja, ein Package kann ja auch so ein Ding sein, wisst ihr, so eine Rolle. And just like that, everybody, that has been the highest calorie meal plan in NFL history. Don't forget to subscribe and go watch another really fun food challenge. Krank, Alter, richtig heftig. Also vor allem so viel gesundes Essen. Das wird ihn bestimmt richtig heftig satt gemacht haben. Also das ist alles andere als gleich gewesen. YouTube. That is the biggest bowl of oatmeal I've ever seen. Einfach YouTube bei ihm kommentiert, so wie bei mir auch. Chat, is this real? What? Oh my god, YouTube. Alle feiern es, wenn YouTube irgendwo kommentiert. Die haben mir auch kommentiert, Alter. Komplett random. Naja, schaut gerne bei ᵡᴱᴿᴮᴁᴁ vorbei. Gönnt euch das Video, lasst gerne Liebe da und denkt an den Sale bei Gymshark mit dem Code Franklin, wo ihr immer sparen könnt. Kuss.